Ja, und jetzt geht das Aufrüsten in Europa los. Darüber möchte ich sprechen mit General AD Roland Carter. Vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit. Guten Tag, Frau Würzbach. Wir sehen sowohl auf EU-Ebene in Brüssel, aber auch in Deutschland wird das Thema immer größer. Man nimmt Milliarden dafür in die Hand. Die nächste Diskussion ist dann aber, von wo kauft man ein? Wo wird das produziert? Können wir da auf die USA überhaupt verzichten? Donald Trump ist ja überhaupt der Auslöser für all das, was wir hier gerade erleben. Ja, das ist eine schwierige Situation. Aus Sicht von Präsident Trump wäre es sicherlich wünschenswert, wenn jetzt das Geld in die Hand genommen wird und man würde die Rüstungsgüter in den Vereinigten Staaten von Amerika kaufen. Gleichzeitig ist das natürlich nicht so unbedingt im Interesse zum Beispiel der deutschen Wirtschaft, der deutschen Rüstungsindustrie. Andererseits ist die Frage, ob dies zurzeit das prioritäre Argument sein kann oder ob es nicht um die Sicherheit in Europa und um die Sicherheit in der Welt geht und man das nehmen muss, was gerade verfügbar ist und das Beste, was verfügbar ist. Und da nehme ich an, dass zumindest große Teile der Rüstungsgüter in Amerika heute State of the Art sind und relativ zügig verfügbar. Ich sage relativ, wir sehen das, wir haben ja F-35 Kampfjets beschafft, das dauert auch. Auch die Chinook-Hubschrauber dauert eine ganze Zeit lang. Also man muss sich schlichtweg darauf einstellen, von heute auf morgen geht gar nichts. Ein weiterer Teil der Aufrüstung in Europa soll sein, dass man atomare Abschreckung wieder größer schreibt. Und vor allem Großbritannien und Frankreich sollen dafür eine wichtige Rolle einnehmen. Deutschland selber darf ja auch gar keine Atomwaffen haben. Aber wie problematisch könnte diese Abhängigkeit dann wieder sein, dass Frankreich uns schützen muss? Sollte es da in den kommenden Jahren auch einen Regierungswechsel geben, beispielsweise einen noch stärkeren Rechtsruck, und man würde sich in Frankreich Putin annähern, dann stehen wir genau vor derselben Situation wieder. Ich glaube, die Frage der atomaren Wiederbewaffnung, der Schaffung eines europäischen Schutzschirms ist, was die Realität anbelangt, noch weit weg. Aber ich bin sehr wohl der Meinung, dass man angesichts dieser Lage, angesichts dieser prekären Sicherheitslage in Europa, das gesamte Portfolio, also die gesamte Breite der Möglichkeiten diskutieren muss. Und zwar zum Beispiel auf der Staats- und Regierungschefebene wie heute in Brüssel. Man muss sich also die Frage stellen, was ist erforderlich? Ich gehe nach wie vor fest davon aus, dass Präsident Trump zu diesem Teil seiner Zusagen auch im Rahmen des NATO-Vertrages stehen wird. Ich bin der festen Überzeugung, die Amerikaner werden auch weiterhin Mitglied der NATO bleiben und auch dort zu ihren Verpflichtungen stehen, insbesondere was den Nuklearschirm anbelangt. Und erst in zweiter Linie, aber man muss es halt diskutieren, man muss, ich sage mal, eine Analyse machen, was ist denn überhaupt möglich? Und ich glaube, der Vortrag eben von Marie Droste war ja mehr als eindeutig, was in Europa geht und was nicht geht. Und auch die Abhängigkeiten von Amerika wurden ganz deutlich, dass wir gar nicht selbstständig sind, selbst mit dem, was wir haben, dass wir durch die Kombination mit den Trägern immer wieder auch an Amerika gebunden sind. Also ich denke mal, wir stehen da am Anfang einer Diskussion, die sehr sorgfältig und sehr behutsam geführt werden muss. Aber man muss sie führen, weil es ist ein wesentlicher Teil der Abschreckung zur Sicherheit in Europa. Die Abhängigkeit der USA, auch durch die Ukraine, wird jetzt noch einmal klar, nachdem Donald Trump auch dafür gesorgt hat, dass es keine Geheimdienstinformationen mehr gibt, keine Aufklärung. Viele Experten sehen das für die Ukraine als den größeren Schlag aktuell, als den Stopp der Militärhilfen. Kann das irgendwie aufgefangen werden oder ist da Europa wieder abhängig von diesem einen Geheimdienst? Ich befürchte mal nein. Natürlich geht alles auch ohne die amerikanische Aufklärung, aber sehr viel mühsamer und sehr viel langsamer. Und für Putin hat das zwei ganz große Vorteile. Zum einen, was die Bekämpfung von Zielen im eigenen Land anbelangt. Denn was die Ukraine ja zum Teil sehr erfolgreich gemacht hat, Energieanlagen, Truppenansammlungen, Kommandozentralen, Eisenbahnlinien, Verkehrsknotenpunkte angegriffen hat, das war ja im Wesentlichen auf der Grundlage von Daten, die die Amerikaner zur Verfügung gestellt haben. Das fällt jetzt weg. Und das ist natürlich schwierig und das ist nach meiner Auffassung durch europäische Mittel und Fähigkeiten nicht aufzufangen. Und der zweite Aspekt ist es umgekehrt. Auch die Aufklärung, was die russischen Angriffe anbelangt, also ich sage mal die Analyse
die Feststellung, was kommt da eigentlich, welche Angriffe, welche Truppenansammlungen, welche Luftangriffe, wohin, auf welche Ziele geführt werden, auch das wird zukünftig sehr schwierig sein. Das heißt, Russland hat es sehr viel einfacher, kann auch viel näher an die russisch-ukrainische Grenze fliegen, weil die Gegenwehr mit HIMARS-Raketen, die ja ganz entscheidend war, oder auch sonstigen weitreichenden oder weiterreichenden Waffen, das wird deutlich schwieriger. Also die Vorteile liegen ganz klar durch diese Maßnahmen auf der russischen Seite. Und für die Ukraine und natürlich für die sie unterstützenden Europäer ist das eine außerordentlich schwierige Lage. General A.D. Carter, vielen herzlichen Dank für Ihre Einschätzungen. Danke. Gerne.